Einige Passanten waren in der Innenstadt von Houston in Texas unterwegs, als ihnen etwas Merkwürdiges auffiel. Auf der Straße lag ein Polizeibeamter mit seinem Pferd, mit dem Gesicht zum Boden gerichtet. Die Menschen hatten keine Ahnung, wie herzzerreißend ihre Geschichte war. Alles begann 6 Jahre zuvor am Houston Police Department in den USA. Officer Di Herrera John war einer der Polizisten. Er hatte das Glück, nicht alleine auf Streife gehen zu müssen. Stattdessen hatte er eine wunderschöne Partnerin namens Charlotte an seiner Seite. Ein Pferd. Als John das Pferd zum ersten Mal sah, war es Liebe auf den ersten Blick. Der Polizist konnte sein Glück kaum fassen, dass er auf einer so schönen und majestätischen Stute durch die Straßen patrouillieren konnte. Die beiden waren ein eingespieltes Team und standen alles gemeinsam durch. Von gefährlichen Einsätzen bis hin zum Begrüßen von Kindern, die es liebten, das Tier an der Nase zu streicheln, war alles dabei. Charlotte begann ihren Job bei der Houstoner Polizei mit 2 Jahren. Und obwohl sie noch recht jung war, als sie ihren Job antrat, schien Charlotte ein Naturtalent zu sein und bestand alle Prüfungen mit Bravour. Ihr gefiel die Rolle des Polizeipferdes und sie konnte nicht glücklicher sein. Ebenso erging es auch John. Für ihn war ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und er trat jeden Tag mit einem breiten Lächeln im Gesicht seinen Dienst an. 4 Jahre lang arbeitete das Duo aus Pferd und Polizist zusammen. Manchmal trieben sie auch Unfug. Wie an jenem Tag, an dem sie in das Büro ihrer Kollegen gegangen waren, um sie zu begrüßen. Leider sollte sich ihr Schicksal wenige Jahre später wenden. Es war der 3. Dezember 2015 und Officer John und sein Pferd Charlotte waren mit ihren üblichen Pflichten betraut worden, auf den Straßen zu patrouillieren, um sicherzustellen, dass es der Öffentlichkeit gut geht, und zu helfen, wenn sie gebraucht wurden. Es begann zunächst wie jede normale Patrouille. Die beiden schlenderten die ruhigen Gassen entlang und sahen nach dem Rechten. Aber dann sollte sich die Situation schlagartig wandeln. Als Charlotte und John auf einer vielbefahrenen Straße unterwegs waren, erschrak das damals 6-jährige Pferd. Normalerweise war sie immer sehr ruhig, doch Autos, die mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeifuhren, bereiteten ihr nach wie vor Angst. Sie begann nervös umherzugehen. Officer John versuchte das Pferd zu beruhigen und wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch leider war das Pferd zu verängstigt, um auf ihn zu hören. Schließlich verlor der Polizist die Kontrolle über das Tier. Das Pferd warf ihn vom Sattel ab und rannte in den Verkehr. In einer unglaublich unglücklichen Reihe an Ereignissen lief Charlotte einem entgegenkommenden Zementlaster in den Weg. Der LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem verschreckten Tier. Charlotte lag innerhalb von Sekunden am Boden. John, der den ganzen Vorfall beobachtet hatte, lief schnell zu seinem Pferd hinüber, um nachzusehen, ob es ihm gut ging. Leider war es verletzt worden. Trotz der Verletzungen, die John selbst beim Abwurf vom Pferd erlitten hatte, weigerte er sich von der Seite seiner Partnerin zu weichen. Er legte sich neben sie und wiegte ihren Kopf in seinen Armen. Währenddessen flüsterte er ihr sanfte Worte zu, um das Pferd zu beruhigen. Dann rief er einem Passanten zu, dass er umgehend einen Tierarzt rufen sollte. Sein Pferd atmete schwer und machte den Anschein, nicht aus eigener Kraft aufstehen zu können. Dies bereitete dem Officer große Sorgen. Als der Tierarzt eintraf, untersuchte er den Zustand des Pferdes. Während der ganzen Zeit, in der der Tierarzt das Tier untersuchte, blieb John bei Charlotte und tröstete sie so gut er konnte. Er streichelte ihr immer wieder über den Kopf und bangte um ihr Leben. Leider hatte der Tierarzt keine guten Nachrichten. Es stellte sich heraus, dass der Aufprall Charlottes Hinterbein schwer verletzt hatte. Es war gebrochen und nicht operierbar. Die einzige Möglichkeit, das Pferd aus seiner tragischen Lage zu befreien, bestand darin, es an Ort und Stelle einzuschläfern. Mit gebrochenen Herzen stimmte John schließlich zu, dass dies das Beste war. Er drückte Charlotte fest an sich und hielt sie die ganze Zeit in seinen Armen, bis sie eingeschlafen war. Dann konnte der Polizist seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Auch Passanten, die das ganze Geschehen beobachtet hatten, kämpften mit ihren Gefühlen. In den Tagen nach dem Tod des Pferdes veröffentlichte das Houston Police Department einen Beitrag auf Facebook, in dem es hieß, dass sie schweren Herzens den Tod von Charlotte bekannt geben müssen. Sie diente den Bürgerinnen und Bürgern in Houston seit 4 Jahren und wird ihnen fehlen. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Eine ebenso rührende Geschichte ist die von einem Pferd, das begann auf den Sarg seines Besitzers zu treten. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.